Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich, der Dirk. Hallo. Und heute geht es wieder um Star Trek. Ja, und um was ganz Besonderes. Richtig, es geht nämlich wieder um Dinge, die wir vorher noch nicht hatten. Genau. Weil wir haben euch letztes Mal in so einem Preview-Video das Bild gezeigt, wo man auch einen Prototypen so unfassbar viel erkennen konnte. Sorry, ich finde es immer noch genial. Der arme Matthias tut mir ein bisschen leid, als er es bauen musste. Fast 4000 Teile. Ja. Ich wollte gerade sagen, man sieht nichts. Das ist unfassbar. Aber heute geht es um das nächste Neue, was wir quasi ausprobieren wollen. Wir haben euch gesagt, das war noch nicht alles. Erkennt man wesentlich besser, was es sein soll. Hoffen wir. Ja. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, wir machen Figuren. Keine Minifiguren, sondern also sie sind Mini, aber nicht ganz nicht so groß, aber keine normalen Minifiguren. Das sind unsere Trommelwirbel. Brick Buddies. Brick Buddies, genau. Genau. Die, also mit denen wollen wir starten jetzt und wir sind mal gespannt, wie sie euch gefallen. Ihr kennt es, wir haben bei Star Trek immer unsere bunten Prototypen, die super geil aussehen. Ja gut, aber man kann hier relativ gut erkennen, hoffentlich auch, wer das sein soll. Schreibt es doch mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren, ob ihr an dieser Stelle des Videos seht, wer das ist. Ja. Genau, also es gibt da verschiedene Anhaltspunkte, woran man es erkennen könnte. Ja. Zum Beispiel. Ich glaube, der in der Mitte ist am einfachsten. Der in der Mitte, der dürfte relativ einfach sein. Der müsste einfach sein. Aber das würde mich mal interessieren, wie gut man sie in bunt erkennen kann. Weil ich glaube, in den Echtfarben wird es wesentlich einfacher, aber in bunt ist es halt so eine Sache. Auf jeden Fall, ihr wisst, wie gesagt, wir probieren halt ein paar neue Sachen aus, sind gespannt, wie sie bei euch ankommen. Und das ist ja auch der Grund, warum die Welle so ein bisschen auseinandergezogen ist. Weil wir haben ja schon einige Sachen der Welle im Verkauf. Bei anderen wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis sie kommen. Und das ist aber so, jetzt muss ich mal eben überlegen, das ist das Letzte, was wir vorstellen aus der Welle. Ja, weil das Display-Modell haben wir auch schon gezeigt. Ja, ich meine. Genau, das haben wir euch schon gezeigt. Ja. Ja, genau. Das ist quasi das Letzte, was in dieser Welle kommt. Also nicht das Letzte, nicht. Aber das, was wir als letztes zeigen. Aus dieser Welle. Genau. So, und darum soll es gehen. Und deswegen, weißt du was, wir fangen mal einfach mit dem damit an. Genau. So, und deswegen, ich sag ja, er ist wahrscheinlich am einfachsten zu erkennen. Das ist ganz klar Spock. Nein, aber natürlich nicht. Man erkennt es ja sehr deutlich hier dran. Ich finde, man erkennt nicht nur, welcher Spezies er angehört, sondern man erkennt auch sehr deutlich, welcher Vertreter dieser Spezies das ist. Das ist ganz klar Worf. Das ist Worf. Ja. Unschwer zu erkennen. Ich meine, die Stirn gelingt bei diesen Figuren ziemlich cool, muss ich sagen. Finde ich klasse gemacht. Das ist eine sehr gut gelungene klingonische Stirn. Und natürlich hier vor allem, ich glaube, die Schärpe ist, glaube ich, die kommt natürlich, in Flat Silver. Selbstverständlich. Muss es sein. Also die werden auch bedruckt. Also es ist so, die kriegen keine Sticker, sondern die sind komplett bedruckt. Ihr kennt das von der Star Trek Serie. Ja. Sticker werden da nur verwendet, wenn es gar nicht anders geht. Also wenn es sich nicht drucken lässt, dann sind es die Transfersticker. Ja. Bei denen ist es aber so, die kommen komplett bedruckt, weil wir bis jetzt noch nichts gefunden haben, das sich nicht bedrucken lassen würde. Das ist richtig. Bei den Figuren. Bei den Figuren haben wir es noch nicht gefunden. Also dementsprechend, er kriegt sein Abzeichen, sein Rangabzeichen. Das ist im Übrigen der Lieutenant Spock. Der Lieutenant Worf aus TNG. Genau. Der kommt in seiner gelben Uniform. Deshalb hat er auch kurze Haare, ne? Ja, genau. Weil, also ich zum Beispiel bin gerade dabei, wieder DS9 durchzugucken. Da rennt er dann ja eben in einer roten Uniform rum und ist, und ist Lieutenant Commander. Da ist er noch Lieutenant. Mit seinen kurzen Haaren. Das sieht, also ich finde mit dem Zopf besser, aber gut, okay, ist Geschmackssache. Und klingonentypisch hat er natürlich ein Butlet in der Hand. Genau. Diese Figuren sind natürlich runtergebrochen. Und sie sollen alle den gleichen Stil ungefähr haben. Dementsprechend sind so Sachen, das Butlet ist natürlich nicht 100%. Sieht natürlich eigentlich anders aus. Die sind halt, wie kann man das nennen? Die sind knuffifiziert. Genau, also das ist der neue Ausdruck dafür. Knuffifiziert ist der neue Ausdruck dafür. Ja. Ihr seht ja schon, die Proportionen weichen etwas vom Original ab. Also der Körper ist genauso groß wie der Kopf. Ja, genau. Dementsprechend ist auch das Butlet jetzt, was die Ausmaße angeht, nicht unbedingt dem Original entsprechend. Aber ich sag mal, im Verhältnis zum Körper passt es dann schon wieder. Das genau. Ja. Also ich finde ihn auf jeden Fall
sehr gelungen. Wir blenden natürlich die Bilder in den richtigen Farben ein, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie es dann aussehen wird. Und natürlich auch hier dieser Standfuß kriegt, wie das bei unseren Star Trek-Sachen üblich ist. Wird alles gebrandet. Die bedruckt Also die stehen auch alle auf so einem Sockel. Der Sockel ist auch für alle gleich, damit das schön aussieht, wenn ihr die im Regal dann aufstellt. Schwarz wird der, glaube ich, gell, der Standfuß. Ja. Es wird ein schwarzer Sockel, schwarzes Schild mit eben dieser mit dem güldenen Print. Ja. Was gibt es sonst noch zu Spock zu sagen? Worf. Vor lauter Spock, genau. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist doch eine gute Überleitung. Wir gucken uns einfach den nächsten direkt an. Ich habe gerade dahinter geguckt. Ja. Wir gehen weiter. Ja. Es ist Spock. Das ist doch Kirk. Das ist Nein, okay, also, hör mal auf, das ist auch nicht mehr witzig, ich merk's gerade. Das ist natürlich Spock. Selbstverständlich wird er in seiner blauen Uniform kommen. Richtig. Und hier zum Beispiel, der bekommt auch Drucke hier ganz auf dieses Style. Der kriegt diese goldenen Rangabzeichen, die sie auf dem Ärmel haben. Bei TOS ist das ja so, das habe ich mich ganz am Anfang immer gefragt, wie haben die eigentlich Rangabzeichen? Weil bei TNG haben sie die immer hier am Kragen und bei TOS rennen die einfach immer nur in farbigen. Da habe ich mich immer gefragt, woher soll ich denn wissen, ob der Typ in Blau jetzt ein Lieutenant, ein Commander oder sonst was ist? Richtig, die haben das hier an dem Ärmel. An den Streifen, ich glaube an der Anzahl und auch wie sie gestaltet sind, kann man nämlich sehen, welchen Rang sie haben. Also zumindest an der Anzahl kann man es sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Spock hat 3 oder hat er 2? Ich glaube, es sind 2. Was noch sehr schön ist an Spock, er kommt natürlich mit dem TOS-Phaser. Ja. Den finde ich auch ziemlich gut getroffen und man erkennt es direkt, was es für eine Waffe ist, weil die sieht halt auch so aus. Ja. Und er hat seinen Tricorder umhängen. Das fand ich total geil. Und der hängt da nicht wirklich dran. Ihr seht das. Der ist quasi, hängt der an diesen, wie nennt man diese Teile? Diese Schnüren mit 1x1 und ist aber hier unten auch nochmal aufgenockt. Also der bampelt da nicht einfach lose rum, sondern der ist schön festgemacht. Genau. Und die Umhängeschnur ist auch hier hinten Teil des Halses, mehr oder weniger. Also da kann auch nichts abfallen, keine Sorge. Ja. Ja, auch cool. Natürlich, Spock hat seine Ohren. Muss er haben. Er hat seine Ohren und er hat auch die stylische Frise, die haben wir auch gut hingekriegt. Die Spock-Frisur. Ja. Also ich finde die Dinger echt klasse. Kann mit diesen dickköpfigen, wie nennt man denn diese dickköpfigen Figuren, die gibt es ja nicht nur aus Noppenstein, die gibt es ja auch sonst so. Ja, das sind so mit diese Bubbleheads, genau. Ja, genau. Mit diesen Bubbleheads kann ich ja eigentlich nichts anfangen. Also das ist nicht so mein Ding, aber die finde ich klasse. Die finde ich klasse. Die fallen mir gut. Bei der Frisur, ich musste gerade dran denken, irgendjemand hat mir mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber hat mal so schön gesagt, Spock, ist das nicht der immer aussieht, als hätte man ihm einen Topf über den Kopf gezogen und einmal drumherum geschnitten. Mit diesem Pot-Schnitt quasi. Ne? Das ist immer so furchtbar. Aber die haben alle die Frisur. Gut, muss man sich keine Gedanken machen, wie man sich die Haare macht. Weil jeder sieht gleich aus. Das ist halt logisch. Ja. Es ist logisch. Ja, es ist logisch. Sonst gibt es eigentlich, wie gesagt, nicht ganz so viel noch zu dem zu sagen. Wie gesagt, er kriegt eben auch alle seine Drucke, also entsprechend die Rangabzeichen. Hier das Sternflottensymbol wird natürlich gedruckt. Natürlich das für Wissenschaft, nicht für Technik. Also nicht hier den Communicator, sondern da haben wir schon drauf geachtet. Es kriegt jeder das entsprechende Symbol aus seiner Serie. Ja. Wie gehabt. Genau. Gut, und dann haben wir noch einen. Ja, dann haben wir noch einen. Wer könnte das sein? Man kann ganz gut erkennen, hier oben, das könnte vielleicht eine Glatze sein. Und hier neben der Haarkranz lässt dann eventuell Rückschlüsse darauf zu, dass es sich hier um keinen geringeren als Captain Jean-Luc Picard. Ganz genau. Ja, da muss man sich zumindest keine Gedanken drüber machen, wie man eine Frisur baut. Weil da ist halt nichts. Gut. Also so ein bisschen hier, ne? 2x2 Grillteil, 1x2 Grillteils. Das bisschen Haar, das muss schon sein. Ja. Da ist er, glaube ich, auch. Da legt er, glaube ich, Wert drauf. Viel hat er aber halt. Nee, viel hat er nicht mehr. Nee. Schön bei denen ist, das haben wir bei Worf gerade gar nicht gedacht, die haben ja diese Strampler-Anzug-Uniform. Du weißt, was ich meine. Ja, das ist ja kein Witz. Die waren ja wirklich so als kompletter Anzug gemacht. Und die hatten dann sogar noch diese Bändchen, ne? Damit sie nicht hochrutschen. Und dann war das nämlich aber so unangenehm für die Schauspieler, dass sie die nämlich irgendwann zu Zweiteilern gemacht haben.
Da musst du mal drauf achten. Irgendwann in TNG wechseln die, das ist das kein Anzug mehr, sondern dann ist das wirklich so ein Pullover, wenn du so willst, sowas in der Art. Das ist dann das, als Picard quasi angefangen hat, immer so zu machen. Ne? Ja, genau. Ja. Also das muss, dieser Anzug muss wohl sehr unangenehm zu tragen gewesen sein. Aber das glaube ich auch gerne sofort. Ja. Aber deswegen kriegt er hier unten auch so einen Druck um diesen Einschnitt, sage ich jetzt mal, weil das ist ja vom Druck, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, so ein kleines Dreieck, wenn man so will. Ihr seht das hier, diese 1x4 Fliese, die wird, die ist natürlich rot, in der Farbe seiner Uniform, und der untere Bereich, der wird hier so schräg nach oben ansteigend und dann schwarz gedruckt, um eben dieses Dreieck oder was es auch immer ist, also quasi das Unterteil des Oberteils oder das Oberteil des Unterteils richtig darzustellen. Wie auch immer. Ja. Das dürft ihr euch aussuchen, im Endeffekt bleibt es gleich. Und sonst kriegt er natürlich auch seine Captain-Abzeichen, die er am Hals trägt. Genau. Das finde ich übrigens sehr cool. Die werden auch bei Worf auf die Seite der Fliese. Genau. Wir hatten das schon beim romulanischen Deridex Warbird, dass wir die Seite der Plate bedruckt haben. Das machen wir. Und deshalb wissen wir, dass das geht, und darum machen wir das auch da. Und dann kriegen die nämlich hier ihre Pünktchen drauf. Und ansonsten für Picard typisch für seinen aggressiven Charakter ist auch, dass er den Phaser in der Hand hat. Ja, sagen wir es mal so. Wir haben gedacht, die jetzt einfach nur so dahin zu stellen und die haben gar nichts in der Hand, ist ein bisschen langweilig. Wir gucken halt so ein bisschen, was kann man den Figuren in die Hand geben. Bei Picard ist halt nicht viel, was man ihm in die Hand geben kann. Genau. Dementsprechend ein TNG-Phaser. Da er keine Finger hat, kann man leider nicht so machen. Ja, und leider auch nicht den hier. Ja, das wäre super gewesen, aber da hätte der Arm wahrscheinlich unverhältnismäßig. Bei das Picard-Manöver, so eine Figur, die dann so die ganze Zeit macht, wäre auch irgendwie lustig. Ne? Nee, aber hier, er hat einfach einen Phaser in der Hand, das sieht auch gut aus. Ja, genau. Ja, dann war es das auch eigentlich schon. Das sind wie gesagt, jetzt unsere neuen Brick Buddies. Wir sind gespannt, wie sie bei euch ankommen. Hoffentlich gut. Hoffen wir auch. Es gibt natürlich außer Star Trek auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten für solche Figuren. Wenn ihr die Brick Buddies mögt, so wie wir sie mögen, darf ich es verraten? Also innerhalb der Star Trek-Serie bleiben die auch nicht allein. Nee. Also da kommen welche, kommen noch mehr. Ich möchte jetzt nicht verraten, wie viele und schon gar nicht welche, aber macht mal Platz im Regal. Und Möglichkeiten gibt es genau. Ja. Wir haben ja hier nur 3. Und wie Niklas schon sagte, das wird auch dann nicht nur auf Star Trek begrenzt bleiben, sondern es gibt ja andere Anwendungsmöglichkeiten für solche Figuren. Also man könnte ja zum Beispiel auch Ja. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, mit diesem kleinen Teaser machen wir jetzt Schluss. Deswegen, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, das denn? Ja, ich hab's wieder nicht hin. Ja, warum tust du sowas? Rar.